Hallo, Hallo. wir sind's. Die Piranhas, also 2 davon. Und wir gucken gerne Filme. Ja, tatsächlich. Wer nicht, ne? Gucken alle gerne Filme. Aber wir wollen heute über spezielle Filme reden. Und zwar über Filme für Gamer. Ne? Oder Gaming-Filme. Ja. So, ne? Das heißt also Filme übers Gaming für Games. Also, wir haben weniger als 100 Leute gefragt, welche coolen Gaming-Filme kennst du denn eigentlich? Und die haben Folgendes gesagt. Ja, das ist immer so ein schwieriges Thema, weil Gaming und Filme haben ja so eine Geschichte miteinander tatsächlich. Welchen coolen Gaming-Film ich empfehlen kann und den ich auch selber sehr, sehr mag, ist Ready Player One, der gerade erst vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Ziemlich gut. Ich habe geweint bei dem Film tatsächlich. Das machen nicht viele Filme. Der coolste war meiner Meinung nach Silent Hill. Also einer der wenigen, der halt wirklich gut umgesetzt wurde und wo auch die Story fast komplett übernommen wurde und gut übernommen. Da fand ich Ralf Reich zum Beispiel sehr lustig. Ja, ist cool. Ich finde nicht, dass es da super viele gute Filme gibt. Ich sag mal, ja, es gibt so ein paar Filme, die sind okay, irgendwie Tomb Raider oder irgendwelche, keine Ahnung. Aber ich glaube noch nicht, dass es so einen richtig großartigen Gaming-Film gab, wenn es wirklich darum geht, die Geschichte eines Spiels sozusagen als Film umzusetzen. Wenn es um Filme über Gaming, wenn es darum geht sozusagen, gibt es halt so ein paar Dokumentationen, die ich ganz interessant finde. Über spezielle Spiele, wie sie entwickelt wurden, gibt es ziemlich gute Dokumentationen über die God of War Serie zum Beispiel. Ein Film, den ich eher problematisch finde, ist Indie Game The Movie, weil bei Indie Game The Movie irgendwie letzten Endes die Message ein bisschen zu sein scheint. Mach ein Spiel, mach nichts anderes, steck all dein Geld rein und am Ende wirst du Millionär. Und das ist irgendwie eine sehr schlechte Message, finde ich. Der neue Lara Croft-Film hat es mir nicht angetan. Der war richtig gut. Ich meine, da bleibt mir tatsächlich jetzt in erster Linie erstmal Ready Player One ganz weit im Gedächtnis. The Gamer. Der ist von 2012. Fällt mir jetzt keiner ein, den ich richtig geil finde. Was ich aber cool finde, ist, wenn mit der Spielegrafik Fans eigene kleine Filme erstellen, die Geschichten erzählen. Es gibt zum Beispiel mit Skyrim oder Gothic und das finde ich innovativ und toll. Keiner. The Wizard, das ist ein bisschen trashig tatsächlich. Also es geht eigentlich darum, dass ein Junge bei einem Gaming-Contest mitmachen will und mega gut in Zocken ist und hast du nicht gesehen, nur um seine Erinnerung wieder zu erwecken. An einem gewissen Platz, ich glaube, das war Dino's Place oder irgendwie sowas, also so ein Vergnügungspark auf jeden Fall. Und das wird ganz, ganz trashig mit Nintendo und NES und ganz, ganz alten Spielen. Ziemlich cool, muss man sich mal gegeben haben. Resident Evil, die komplette Reihe. Doom war, naja, ein netter Versuch. Offline. Dann Ready Player One, wovon ich das Buch immer noch vergötter. Ist Ready Player One ein Film über Games? Ja, dann kenne ich den. Martial Art Spiel, aber da habe ich noch nicht gespielt, war ein Film, fand ich scheiße und das war's eigentlich schon. Also so bewusst jetzt. Also der beste mit Abstand ist Silent Hill, finde ich. Der ist so gut umgesetzt, der ist wirklich fantastisch. Und ansonsten haben die immer so eine zweifelhafte Berühmtheit, dass man immer sagt, ja, so Gaming-Filme sind immer schlecht. Also Mortal Kombat ist halt sehr cheesy, aber hat den besten Soundtrack beispielsweise. Ready Player One ist auch super. Und es gibt einen, da habt ihr sogar ein bisschen Engine zu beigesteuert, glaube ich sogar. Wie heißt denn der? Offline, genau. Den hat mir meine Frau letztens gesagt. Guck mal, sieht aus wie Elex. Ich so, was? Ich habe angeguckt, so, wow, kann doch nicht sein, oder? Haben sie echt von euch so ein paar Sachen? Ja, da gibt's halt so viele Klassiker dabei und so, ne? Welche fallen dir denn so ein, so salopp? Die du geil findest. Oh, das schränkt sich jetzt wieder stark ein. Also du kennst eine Menge, aber du findest nur wenig davon wirklich cool. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, muss ich tatsächlich sagen, dass mir gar nicht so viel eingefallen ist. Und dass ich wirklich ein bisschen recherchieren musste. Und im Nachhinein kommt einem dann immer mehr, ja gut, das könnte man aber auch. Und ach ja, das war ja auch irgendwie, ne? Also es ist dann schon mehr geworden. Ja, was hat mir besonders gut gefallen? Ich fand Ready Player One gar nicht schlecht. Ja. Ich bin jemand, der nicht das Buch gelesen hat und hatte damit durchaus meinen Spaß. Ja,
Ich auch. Ich mag aber auch gerne Science-Fiction-Filme. Ja. Und deswegen passte das als Gaming-Film und Science-Fiction-Film ziemlich gut in diese Sparte, Ja. muss ich sagen. Ja. Und ansonsten geht's mir oft so wie diesen Standardleuten, die ein Buch lesen, das dann verfilmt wird irgendwie. Und dann, Buch war aber besser. das Buch war aber besser, genau. Ja. Und dann muss man ja differenzieren. Es gibt ja die Filme, die auf einer Spielevorlage gemacht werden, die Filme, die auf einer Buchvorlage gemacht werden. Und dann gab es auch noch irgendwie ein Spiel dazu, ja. Und dann gibt es die tatsächlich andersherum Spiele, die aufgrund eines Films gemacht wurden. Oh, ja, auch spannend. Ne? Ja. Also das gibt da sehr viele Varianten, wie dieser Film tatsächlich zustande kam und ob er irgendwie eine Vorlage hatte oder nicht. Und je nachdem kommt dann auch immer was anderes dabei raus. Auch ein Klassiker ist zum Beispiel Tomb Raider. Ja, ist Ne? mir auch eingefallen. Ja. Das ist ein ganz klar weiblicher Indiana Jones. Ne? Da kommt's ja her. Ne? Raiders of the Lost Ark oder so ähnlich. Ne? Tomb Raider. Ne? Ist ja irgendwie schon, ne? War der erste Film. Und so. Das ist halt, ne? Weiblicher Indiana Jones. Ist auch cool. Fanden wir damals alle geil. Ist auch gut gemacht alles. Aber es ist tatsächlich, der Ursprung ist eine Filmreihe. Ne? Kann man sagen. Der Ursprung von Tomb Raider ist eine Filmreihe? Ja, klar, Indiana Jones. Ach, so meinst du das? Ja, was denn sonst? Ja, und genau da liegt auch wieder der Hase im Pfeffer. Da schließt sich nämlich der Kreis, weil Indiana Jones fand ich damals richtig cool. Was hast du denn gedacht, ey? Na egal, okay. Naja, und dann kam halt das Tomb Raider, das Spiel raus, ne? Das habe ich damals tatsächlich auch gespielt, fand ich nicht so einfach. Nee. War aber irgendwie witzig. Das ist noch vor Wände gerannt. Uff. Auf 24 Disketten hatte ich es damals. Oh, ich finde, das ist schlimm irgendwie, der Sprung, ne? Ja. Jedes Mal springt die daneben. Echt? Okay. Also, eigentlich ist Tomb Raider früher, ja, so gemacht gewesen, dass der Level, ja, in Rastern eingebaut ist, in Würfeln so. Und dann wusstest du ganz genau, wenn ich an dieser Kante stehe, dann mache ich tak, 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 bumm, dann bin ich, nicht? Nicht ich. No. Ja. Also die haben ja in den späteren Teilen ja auch noch ein bisschen mehr Polygone da und so. Also dann haben die schon ein bisschen, es war auch wirklich schwer nachher, ne? Also im dritten Teil, das war ja... Ich glaube, den dritten Teil habe ich nicht gespielt. Vor allem dann, wenn es auf Zeit war, fand ich's echt, dann war es schon roguelike teilweise, ne? Fand ich schon ein bisschen zu schwer. Aber erster Teil ging eigentlich. Das war eigentlich ziemlich cool. Ja. Wenn man das Spiel schafft, dass von dem Spiel ein Film gemacht wird, das ist schon im Grunde genommen so ein kleiner Ritterschlag. Ja. Grundsätzlich, weil die meisten Spiele es nicht schaffen, dass irgendjemand sagt, das lohnt sich davon, tatsächlich was zu machen. Ganz aktuelles Beispiel ist zum Beispiel das Witcher 3. Während der Witcher 3, also Witcher allgemein, die Witcher-Serie der Spiele auf den Büchern von einem polnischen Autor beruhen, trotzdem jetzt irgendwie eine Serie ins Leben rufen. Ne? Es gibt ja auch noch einen Film, der Witcher oder so. Es gibt tatsächlich diesen Film, ich habe auch mal reingeguckt. Ja. Ja, also es gibt auch eine Serie, ne, die jetzt neu verfilmt wird. Sieht sehr interessant aus, aber wird auch schon kontrovers diskutiert, weil es dann doch eher gesagt wird, es ist eine Buchvorlage und nicht an dem Spiel. Also es ist auf jeden Fall immer, da gibt es immer sehr viele Meinungen, die da... Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass die Bücher ja erst dadurch so bekannt geworden sind, weil das insbesondere letzte Spiel so erfolgreich war. Ne? Ja. Das ist so richtig um die Welt gegangen. Zu Recht. Und dann sind auch erst viele Leute auf die Bücher aufmerksam geworden. Das heißt, diese Reihenfolge ist sehr außergewöhnlich. Ja. Ne? Und dass sie jetzt tatsächlich eine Serie, auch also eine teuer produzierte Serie daraus machen, ist auch sehr, sehr ungewöhnlich. Ja? Und ja, schon eine Ausnahme von der Regel. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl und den Eindruck, dass Filme, die aufgrund von Spielen ins Leben gerufen werden, generell sehr skeptisch von den Leuten da draußen begutachtet werden und auch erstmal irgendwie, das wird doch bestimmt Kacke und vielleicht, Lizenzgurke. Genau, richtig. Die sogenannten Lizenzgurken. Ja, da hat irgendjemand ist da auf die Idee gekommen, da könnte man ja noch mehr draus machen und dann ist es halt, weil es
was anderes ist als so ein Spiel, ähnlich wie beim Buch so. Also habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Und warum haben sie die der Geschichte denn nicht aufgegriffen? Ja gut, umgekehrt geht's ja genauso. Ne? Also es gibt ja auch sehr viele Lizenzgurken, ne? Ohne das konkrete Spiel zu nennen, von Star Wars, von Indiana Jones. Gerade Disney-Sachen. Ah, Disney, ja. Was haben wir? Terminator, Alien, Predator. Also es gibt da sehr viele unterschiedliche Qualitäten, was Spiele angeht, zu dieser Marke jeweils. Ne? Ja. Und das ist schon sehr spannend, was da teilweise fabriziert wird. Ja, und gibt halt richtig tolle Sachen und tolle Ideen. Ne? Ich fand zum Beispiel von Pirates of the Caribbean die Lego-Umsetzung ganz cool. Ne? Absolut. Also da kann man ja auch zwei Sachen zusammenmischen und die machen dann wieder Spaß. Ja. Und andere Sachen, wo man denkt, so ja gut, was soll das Spiel jetzt? Hätten sie sich auch sparen können. Ne? Und manchmal geht's auch bei Filmen so. Ja, was haben wir noch? Es gibt viele Filme, die haben einen Gaming-Bezug. Ne, das heißt, sie erzählen nicht die Geschichte eines Spiels oder das Spiel die Geschichte des Films, sondern sie haben einfach zum Thema das Thema Gaming. Zum Beispiel, ich fand Enders Game könnte man da nennen, weil es da auch im Grunde genommen darum geht, dass dort junge Leute in einer Spielesimulation quasi Kriegssituationen nachsimulieren. Ne? Und da sind ganz viele Dinge, die uns im Gaming-Bereich beschäftigt und die mit Gaming zu tun haben, dort thematisiert. Und dann wird daraus eine Geschichte gestrickt. Das ist, und von dieser Art Spiele gibt es auch noch mehr. Und die finde ich in der Tat auch meistens richtig, mehr Filme, richtig. Wargames zum Beispiel. Ja. Ne? Da sind ein paar richtig tolle Sachen bei. Ein 80er-Klassiker mit Joshua, dem Computer, der den Dritten Weltkrieg simuliert und dann tatsächlich echte Raketen dafür verwenden will und solche Sachen. Na, sowas gibt's auch, ja. Ja, das ist schon teilweise ganz cool. Das Spannende finde ich persönlich immer, ich bin ja nicht so ein Prequel-Fan, weil ich immer denke, du weißt ja genau, worauf es hinausläuft, wie schade. Es sei denn, das Prequel ist so gut gemacht, dass sie wirklich eine komplett andere Geschichte erzählen. Ne? Zum Beispiel den Hobbit mochte ich, obwohl ich ihn erst nach Herr der Ringe gesehen habe, weil die Geschichte einfach für sich alleine so gut funktioniert, dass ich trotzdem Spaß daran habe. Kanntest du denn den Hobbit? Hast du den vorher gelesen? Also ich hatte den gelesen, auch in der Reihenfolge. Erst den Hobbit und dann Herr der Ringe. Nein, ich habe mit Herr der Ringe angefangen, die habe ich die 3 Bücher gelesen, dann wollte ich andersrum. Ich habe erst den Zeichentrickfilm gesehen. Ich habe den Zeichentrickfilm zuerst gesehen. Ging mir auch so. Und war dann unwahrscheinlich frustriert, dass die Geschichte mittendrin aufhört. Und keiner irgendwie, wie geht's jetzt aus? Ja. Voll mitten in der Kacke und ne? Und deswegen habe ich die Bücher gelesen. Und erst viel später dann die Realfilme quasi gesehen und die auch als fantastisch empfunden. Die hat auch fast jeder genannt, Herr der Ringe. Das ist natürlich schon so ein Oldtime-Favorite, würde ich mal sagen. Das ist schon echt ein Mammutding. Das musst du erstmal hinkriegen, so eine Verfilmung. Naja, ich bin auch meistens skeptisch, was so Verfilmung angeht. Ich bin dann meistens immer so auf dem Trichter, ja gut, okay, ich guck mal, wie es gemeint ist. Na, ich bin dann eigentlich jemand, der sehr gnädig damit umgeht. Konkretes Beispiel ist Doom. Doom fand ich eigentlich witzig. Ich meine, es geht bei Doom hauptsächlich um irgendwelche Ballerei von Monstern. Und es gibt so eine Passage in dem Film Doom mit Karl Urban, wo der da irgendwie in einer Ego-Perspektive die Monster zerballert oder so. Da musste ich einfach lachen. Ich fand das lustig. Ich fand das richtig gut. Gibt viele, die verteufeln diesen Film, weil halt irgendwie nicht so der Spirit rüberkommt oder ich weiß es nicht, das ist denen zu viel Popcorn-Kino oder zu wenig Respekt vor dem Produkt oder ich weiß, da gibt es sehr viele Gründe, warum jemand etwas Kacke findet. Richtig, ja. Aber eigentlich finde ich sowas immer sehr, sehr mutig. Ja, sowas zu machen. Ist es auch, weil du genau weißt, also eine gewisse Gruppe an Leuten, da kriegst du sowieso Haue, ne, die sich dann was anderes vorgestellt haben. Das geht gar nicht anders, als dass sich andere Leute was anderes vorgestellt haben. Ich fand den zum Beispiel gar nicht gruselig. Ne, während ich bei dem Spiel mir in die Hose gemacht habe, damals, als ich Doom 3 gespielt habe. Ja, wenn das Kriterium ist, dann musst du dir was anderes angucken als diesen Film. Richtig, ich hab mir jetzt trotzdem angeguckt, ne, aber weil ich neugierig war, was wir daraus machen. Aber ja, apropos mutig, ne, also wir kennen ja den Regisseur Florian Schnell. Ja, ne? Genau. Der war so mutig zu sagen, gut, ich mach mal so einen Gaming-Film, ne? Und dabei kam der Film Offline, das Leben ist kein Bonuslevel, heraus. Ja. Wo er uns gefragt hat, das war sowas wie seine
Studiumarbeit, ne, seine Abschlussarbeit für sein Studium, was er gemacht hat als Regisseur. Und der ist dann dabei rausgekommen und wir haben ihn tatkräftig unterstützen dürfen. Ja. Ne, er hat uns gefragt, irgendwer braucht ein Computerspiele-Schmiede irgendwie, die ihm zu seiner Idee von dem Ragnarok, diesen großen Spiel, ne, was in seiner Vision war, wo halt mehrere Leute anonym irgendwie miteinander spielen und da prallt dann irgendwann die virtuelle Welt auf die echten Charaktere, die sich dann auch begegnen und so. Also das ist sehr spannend gemacht und da durften wir mitwirken und das ist schon eine geile Sache. Mhm. War mutig, ne? Aber es ist auch so, dass sowas eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Sowas eigentlich. Ne? Ähnliches Beispiel ist der Fantasy-Schinken vom Tommy Krabbeis. Ne? Ist auch so ein Fantasy-Film, das hat jetzt mit Gaming nichts zu tun oder so, aber auch aus der deutschen Riege. Der teilte ein ähnliches Schicksal irgendwie. Es ist halt so eine Mischung zwischen Kinderfilm und Erwachsenen-Thema irgendwie und so. Und ich glaube, da hat das mit zu tun, dass Gaming immer noch irgendwie so in die Kindersparte geschoben wird. Und sobald es irgendwie so ein Geschmäckle davon hat, also es sind ja nur die Bekloppten, die in den Wald rennen mit irgendwie Schwertern und Schilde und irgendwie sowas, die Rollenspieler. Sobald du da irgendwie in die Ecke geschoben wirst, da hast du keine Lobby. Ist das so? Ja, der Genrefilm hat in Deutschland sowieso große Schwierigkeiten. Mhm. Ja, sowohl in der Platzierung, ne, die haben zum Beispiel die Kinovorstellungen nur vormittags gemacht, bei beiden Filmen jetzt, fast ausschließlich. Und da geht dann offline auch Mara und der Feuerbringer. Beide. Mhm. Ja, und diese Platzierung, das als Jugend- und Kinderfilm zu platzieren, ist schon mal schwierig, weil dann ein ganz großer Teil der Leute sich nicht damit beschäftigt oder schon mit einer Einstellung an die Sache rangeht, die per se schon mal schlecht ist. Zweitens, irgendwie Deutsche können Krimis, aber sobald es dann irgendwas Fantastisches gibt, traut man oft den deutschen Filmemachern das nicht zu, dass sie das auch können. Die Technik zum Beispiel ist da. Ne? Ich weiß, Mara und der Feuerbringer, da waren dieselben Leute am Werk, die auch bei Herr der Ringe mitgearbeitet haben, um dort verschiedene Szenen darzustellen. Sieht fantastisch aus, wird aber als solches nicht bewertet, weil es ein deutscher Film ist. Und dann verlierst du schon mal eine ganze Leute und dann kommt natürlich auch vom Gamer selber oft so eine Haltung, da macht jemand, der keine Ahnung von Gaming hat, einen Film über Gamer, das kann ja nur scheiße sein. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ne? Vielleicht ist das selber ein Gamer oder selber irgendwie ein Fan oder sonst irgendwas, ne? Aber das wird dann erstmal nicht weiter hinterfragt und sehr oft kommt dann diese kritische da wird sich ja nur über Gamer lustig gemacht in solchen Filmen. Was Ähnliches gibt's über Streamer, das heißt Kartoffelsalat, der war auch in der Kritik. Ne? Ja, das hat aber noch mehr Gründe. Hatte noch andere Gründe. Ja, richtig. Also erstmal war das ein total klamaukiger Zombie-Film. Okay. Und da, wo sehr viele Influencer mitgemacht haben. Ne? Und dieser Film, der wurde ja total verrissen. Ja. Ne? Ja. Und, ja, da steckt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr so diese man mag die oder man mag die nicht, die Streamer oder irgendwie so, okay. Ja, aber Ähnliches gilt vielleicht auch für Gaming-Filme. Man mag die Games nicht oder so, ne? Vielleicht hat das damit auch zu tun, weil mit Filme sprichst du ja Menschen an, die irgendwie Filme mögen. Mhm. Aber dann die Filme mögen, diese Art, was du da machst, diesen Offline zum Beispiel, ist ja so ein Jugendfilm über Pen and Paper, Rollenspieler, das ist halt doch irgendwie, da gibt's sehr viel, keine große Schnittmenge für die breite Masse vielleicht, ja. Das ist halt irgendwie so sehr, sehr speziell auf eine Art von Menschen irgendwie zugeschnitten. Kann das sein, dass das daran liegt? Ich glaube das gar nicht. Ne? Erstens sind Gamer, ne, wer ist eigentlich Gamer? Ne? Das ist eine schöne Diskussion. 60% der Deutschen spielen mittlerweile. Mittlerweile irgendwie gibt es wenige, die sich nicht schon mal mit dem Thema befasst haben. Ne? Gut, es gibt einen Unterschied zwischen denen, die irgendwie zwischendurch mal auf dem Handy Candy Crush Saga spielen oder diejenigen, die sich tatsächlich ausgiebig mit langen, 60 Stunden langen Rollenspielen irgendwie auseinandersetzen. Ne? Da ist natürlich ein Gap, aber nichtsdestotrotz spielen fast alle mittlerweile und haben auch ein Medium, auf dem man spielen kann. Bei mir war es oft so das Gefühl, Gaming-Film ja, das heißt offen zu sein dafür, zu sagen, gut, ich gucke mir das einfach mal an, vielleicht gefällt es mir ja. Viele Leute, die zum Beispiel Offline oder Mara gesehen haben, fanden es anschließend besser, als sie vorher dachten. Ja, das ist das eine. Und das zweite ist, viele Dinge, ja, wenn ich zum Beispiel eine Verfilmung von einem Spiel habe, ne, dann muss die Erzählweise eine andere sein als in einem Spiel. Ne?
dann muss ich halt Elemente daraus nehmen, die vielleicht irgendwie einen Nostalgiefaktor erzeugen und sowas, aber die Geschichte, die ich erzähle, die muss tiefer gehen. Dann würde ich diesen Film mögen. Und ich glaube, sobald es so nur eine Nachstellung dessen ist, was ich eigentlich schon im Computerspiel gesehen habe, ne, so ging es mir so ein bisschen mit Assassin's Creed, muss ich sagen, ist mir das ein Tick zu wenig. Ne? Dann erzähl doch die Geschichte zu Ende für die, die keine Zeit hatten oder keine Mittel oder keine einen anderen Aspekt und erzähl den dann schön mit filmerischen Mitteln zu Ende. Das würde ich toll finden. Na gut, also wenn ihr Bock habt auf irgendwie eine lustige Geschichte, ja, guckt's euch an, offline, ja, da haben wir dran mitgewirkt. Das ist, hier kann man unser Logo sehen, glaube ich, auf diesem Ding hier irgendwo. Ne, kann man nicht. Aber hier hinten, glaube ich, ne? Genau. Da haben sie zumindest unseren Namen irgendwie abgedingst, ne? Also da sind Elemente von unserem Spiel Risen 3 drin. Und das ist ein sehr spannender Film. Guckt's euch mal an. Mara und der Feuerbringer ist auch toll. Unterstützt das mal. Wir finden das cool. So. Solche Filme zum Beispiel werden auch oft für Unterricht benutzt. Ne? Also in der Schule als Lehrmaterial tatsächlich. Weil das sehr viele Aspekte halt zum Thema Gaming, zum Thema Sucht, zum Thema Kontakte zu anderen Menschen pflegen und so weiter nahebringt anhand des Thema Gamings irgendwie, ohne gleich irgendwie mit der Keule irgendwie drauf zu hauen. Und deswegen sind zum Beispiel sowohl Offline als auch Ready Player One für den Unterricht freigestellt, sodass man sich die mit der Klasse angucken kann. Solche Sachen gibt es tatsächlich einige, damit irgendwie zum Thema Medienkompetenz Leute sich das angucken können und dann Lehrer mit ihren Schülern das besprechen. Finde ich auch sehr spannend, diesen Ansatz. Ja, hast du eine Community-Frage? Bestimmt. So, ja. Kann man sich bei euch bewerben? Auch diese Frage wurde schon mal öfter gestellt, kommt aber tatsächlich auch so fleißig immer wieder, dass ich denke, man kann die nochmal beantworten. Also, grundsätzlich kann man sich bei uns bewerben. Wenn eine Stelle für einen Beruf bei uns ausgeschrieben ist, dann schreiben wir das als allererstes immer auf unsere Website www.piranha-bytes.com und da sieht man dann bei Jobs, was da gerade ausgeschrieben ist. Wenn da nichts ausgeschrieben ist, dann nehmen wir auch keine Leute für volle Stellen, weil wir dann gerade niemanden brauchen für eine volle Stelle. Was es ab und zu mal gibt, sind Studienpraktika. Also es lohnt sich nicht, sich bei uns zu bewerben, wenn man für 3 Wochen irgendwie ein Praktikum machen will, weil in 3 Wochen sieht man nichts. Wir haben so große Projekte, da lohnen sich eher andere Studios, die vielleicht auch kleinere Projekte anbieten, wo man ein bisschen was von der Entwicklung eines Spiels auch tatsächlich mitnimmt. Deswegen nehmen wir Studienpraktikanten in der Regel für 6 Monate. Dann haben die wenigstens auch die Chance, sich ein bisschen in das Projekt einzuarbeiten und Teil davon zu werden. Dann ist das eine Win-Win-Situation für beide. Das heißt, für solche Sachen kann man sich bei uns bewerben. Die E-Mail-Adresse für diesen Zweck steht drunter. Wenn ihr weder ein solches Praktikum machen wollt, noch einen Job ausgeschrieben ist, dann lohnt es sich eher nicht. Sachen, die einfach so auf Geratewohl und Glück an uns gesendet werden, die können wir nicht alle beantworten. Schickt bitte nicht Mappen oder sowas. Wenn ihr euch bewerbt, dann schickt lieber eine E-Mail mit Referenzen dran, Links oder sowas in der Art, weil wir können diese Mappen weder zurücksenden, das ist eine Verschwendung für euch und für uns und wir haben für solche Dinge auch nicht die Zeit, weil wir andere Sachen machen. Und da könnt ihr euch dann informieren. Internetpräsenz und Portfolio ist das A und O. Ne? Wenn ihr was Cooles gemacht habt, dann präsentiert euch im Internet. Ja, das ist immer die härteste Währung für solche Dinge. Des Weiteren gibt es auch noch eine Seite, die nennt sich Games Jobs Germany. Da sind von allen Entwicklern Deutschlands, die gerade suchen, sehr viele Jobs ausgeschrieben, auch Praktika und so. Guckt da mal rein, wenn ihr Interesse in dem Bereich habt. Alles klar. Dann noch viel Spaß beim Zocken und beim Gucken. Wir sehen uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt Piranha Bytes. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ja.